ist Lebenswasser. Wenn wir abstimmen, war Gott unbetaugt. Stark, ja, kenn ich vom Himmel.
versammeln. Und ich glaube, wir merken uns alle Leute für Jeven, nicht so? Oder Sambu nehmen wir an Samtit zum Leute merken zum Jeven, nicht so? So, meine Frau, was war der dort? Ich stelle mir dort ein bisschen so vor, dass die kriegen vielleicht Sinn und Geld an, oder wenn einmal jeder kriegen, Cash, wenn wir haben hier noch nicht mit Karten betont. So, was der dort? Nehmen die Geld und dann check je uns den Schmacks das Hadel, du mank, und dann nehmen die den Schmacks ins Hadel. Oder sag ich, das ist das Prozent, was ich geben wurde, dann nehme ich den Schmacks des Hadels, aber das die Prozent voll merken das. Oder der hat nicht uit, wenn das Hadel gegeben hat. 500 Peso sind 500 Peso, nicht so? In uns Haus, wie Antwort gelehrt, oder das bis wer wir sind. Wenn meine Frau Kuchen backen das, du sind immer diese paar Cookies mank, wo du nicht ganz so Geschmack sind. Dann, wenn ich in die Haus komme, dann ist der ganze Dash voll Kuchen. Dann komme ich in die Haus und dann sage ich meine Frau, diese Kuchen, die kostet du. Oder die kann ich nicht, oder die eat mit den Kindertop ab. Warum? Wegen die schmackste Kuchen, die sind für uns Jas, die sind zum Geben. Mit einer Kuchen, mit Kreiden und Wonnekuchen, wie wir mit dem Bett gleich voll waren. Aber das ist eine Ungewohnheit, wer wir sind, das Beste, wer wir geben. Und das ist nicht, wenn uns Hadel die geben das. Was ut das? Das ist, was denke ich in mein Hart? Gebe ich das Beste, was ich habe? Merke ich mir reut zum Geben? Noch eine ganz andere Geschichte. Wir müssen noch einmal lernen dabei. Because wir hatten letztes Mal Jas. Und dann fragen die bei uns, hey, aber habt ihr euch anderes Mayonnaise-Haus dort? Wen die wissen dort? Wir haben noch besseres Mayonnaise-Haus dort. Dann als die schwach werden, dann reden wir davon, dann sehen meine Frau. Von nu wieder, wird immer das beste Mayonnaise haben, das sein, wann wir Jas haben und wann du Mayonnaise haben willst sein. Wegen das Beste, das wir geben, das wer wir sind. So, wir von dort lernen, wenn wir geben, dann wer wir das Beste von uns geben. Warum Himmel Dankeschön für uns sehen und Dankeschön für uns Geld geben. Gott, wir wollen ein Part von dort drei geben, Gott, wir wollen unsere Anstellungen haben, dort wir das Beste drei geben. Gott sehen und jeder Geber sehen, das Geld, das der Top kommt, das in den Dreck vermehrt werden. In Jesus' Namen. Amen. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré en tus manos.
geloven aan die. Vi geloven dat vi kan ons op die verlaten. Du bist der Herr, wo uns noch nicht verstehen lässt. Du bist uns Herr, wo uns durchführen lässt. Wo uns so voll der Wahlen an uns unangenehm, aber du hältst uns durch. Du bist uns Gott. Du bist der, wo uns halten, der in jeder denkt. Wenn wir zweifeln, du hältst uns. Wir loben die, wir preisen die, wir heben die Nummer ab. Wir sagen, dass du uns Herr bist. Wir heben die ab von dir, wir wollen die anbeten. Alles, was wir tun, weil wir verdienen ihr. Wir wollen die Nummer abheben und wir wollen dort wiesen, dass die Welt soll sein, wer du bist, Herr. Dort wir die loben, dort wir die preisen, dort wir die anbeten, Herr. Du bist uns Gott, du bist der, der alle gute Dinge von uns tut. Du bist uns Führer, du bist alle gute Dinge von uns. Wir laden dich bis an, du bist hier willkommen. Du bist hier willkommen, Herr Jesus. Komm mit uns, lehre uns, wies uns, wer du bist, und wie die Beter kann kennenlernen. Und wie deine Weg kann kennenlernen. Wo Gott du bist. Wir wollen die Nodra kennenlernen. Wir wollen von der Lied Leute lernen oder taub, so singen wir uns mit.
stark Verhänger, wir reden hier Verhänger von, dort wir wollen Gott dienen. Und wir sagen dort, wir wollen so sein als Gott. Wir wollen immer doller so werden als Gott in uns Leben. How about in Nummers? Gleich wie Nummers so sei er als was Gott hat. Some von Ihnen haben mal gesagt, na, warum die hier immer die Zahlen der Menschen jeder sind, warum sind die Nummers so wichtig? Und das ist Gott wie. Gott legt Nummers. Gott legt dort klar zu haben. So, wenn du fragst, wo gleich Gott klare Nummers? Weil wir hatten in der Bibel mehrere Geschichten von, das sagst du nicht, du wie ein kleiner Junge, der hat ein paar Flaschen, ein paar Brot. Und dann werden Tausende Menschen gefeit und dann bleiben du noch hunderte Jahre über. Das sagt, du wirst 5000 Mana, was du gefeit werden. So, die wir noch ein kleines Dollar Spezifiko. Die wissen even, wie viel Mana durch sie gewaschen werden. Die wissen, wie viele Menschen hier in der Kirche sind. Wir teilen never die Mana, was hier zu sein. Wir haben mehrere Geschichten in der Bibel, die sagt dort, oder mehrere Stellen, wo dort sagt, dass Gott weiß, wie viel Haar auf uns Kopf sind. Der weiß die Nummer zu den Haar auf uns Kopf. Die sind some von uns, wo Gott nicht viel braucht, aber ich sind von denen, wo Gott ein bisschen extra Arbeit brauchen wird. Denn für mich muss Gott 2 Nummern haben. Viele von Ihnen haben bloß eine Nummer, entweder so viel Haar oder keine Haar. Bei mir muss der hat so viel Haar, und wie viel sind er nicht gegangen? Wenn das fängt an, how lang? So, was habe ich von das lernen? Dort, als du ein Doll verdienst oder als du wenig verdienst, wie fallen uns Ferien so, das regt immer nicht tau. Du fehlt noch immer ein bisschen mehr, das regt nicht tau. Wenn es die meisten von ihnen, die weiten, dort nicht mehr nur kriegt, wie viel in ihrer Bankrechnung nicht gut ist. Aber weißt du, wie viel du hast rausgegangen? Gott legt Nummers. Und wenn wir wollen, so wollen, dass Gott in das wie wissen, wir können dort lernen. Wenn du nicht dort ein Budget hast, fang dort an abzuschreiben. Wenn die dort nicht taugen, dann fang mal abzuschreiben, wo ihr dort alle rüht. Vielleicht kannst du irgendwo ein paar Cameos merken. Wenn du sagst, nicht merken Plan. Das, was mir fehlt, das, was mir fehlt, das, was mir fehlt. Und wenn die den Plan merken, das, was die fehlen, dann check nicht mit, wie viel die Gleis, die was merken kann, oder wie viel du merkst, merk den bloß mal, das, was mir fehlen, das. Und dann check, halt das eben mit, was die merken, das. Dann wirst du vielleicht sagen, oh, ich kann hier vielleicht ein bisschen weniger, oder dort ein bisschen, du kannst mir ein bisschen sparen. So ein Doll brauche ich für das. Das ist nur so werden, als was Gott ist. Das ist nicht ein leichtes Ding. Das ist nicht ein Ding, was uns scheint. Das sind, wenn wir dort uns umbauen, das sind vielleicht 10 Minuten von uns Tag, aber das geht nicht schein. Das ist so leicht, das einmal für jeden. Was wir dort proben zu tun, wenn es mit dort wie wissen. Und wenn die einen Plan merken, die wollen sein, wo Gott dort was sehen. Und ich habe das in meinem Leben all mehrere Mal belebt. Wenn ich einen Plan merke, und ich sage zu Gott, das ist mein Plan, das ist, was ich will tun. Falls ich das von Gott das Gleiche hat, oder einen Plan habe, somehow, der merkt das so, dass das leichter passieren, als wenn ich keinen Plan habe. Das ist das Sprichwort, das sagt, wenn du nicht weißt, wo du auf dem Weg hin bist, das ist der sicherste Weg, ob du noch nicht hinkommst. Wenn du weißt, wo du hin bist, dann wirst du da hinkommen. Ich will für uns beten, dass wir in den Area wissen können. Vor dem Himmel, Dankeschön für unseren Sehnen, für unseren Verstand geben, dass wir können denken und was Sachen zu tun. Gott, das ist ein Ding, was uns schwer ist, dass wir einmal den Nummer klar haben für uns. Wir haben nicht klar, was nennen kann, aber wir haben nicht klar, was drin geht.
Du kannst in dort wohnen. Du kannst so werden, als was du bist. Gott, für dich wird du so sein, dass ich von dir nicht tue, was ich merken will, was ich habe, uns fehlt mehr. Gott, ich bitte, dass sie werden mit Weisheit einen Plan merken. Und ich bitte, dass du dort wirst sehen. Gott, sehen diese Versammlung. Sehen jeder ein hier und so mit dem Plan, was er merken wird. In die Namen bitte ich das. Amen. Hey, sehr willkommen hier. Jeder hat ein Doel sagen. Mein Name ist Fernando Latjemon. Wir haben hier so an unserer Kant hier so in Kenia Kirk, wenn hier ja sind, die sind willkommen hier, wenn die Kenia mit haben, die dürfen die nur noch anbringen. Dort hängen wollen die Platz und Visa sein, sie wollen die halten, zum wo die Kenia haben gehen können. Für all die, die dann so ein Livestream sein, sehr willkommen hier, bleib an. Wir haben eine sehr gute Botschaft, die wir in Kleinstadt von New wollen hier. Wir wollen hier so das nächste ein paar Bekanntmerkungen sein, ein paar Dinge, die abkommen dann. Das erste, ich will hier ein paar Bilder wiesen von einer Mission, die wir aus Kirche tun. Das ist ein Ding, was zwei Dinge auf einmal passieren dann. Wir tun mit anderen Kirchen taub schaffen und zu den selben Zeit von dort Geld, was wir annehmen dann, da wir rückgeben nur Mission. Das ist ein Ding, was von den Diakonen gedreht wird. Ich sage, diesen dort, ich schaffe unsere Diakonen mit das. Das sind some Kinderheims und Altenheims, was wir dann alle gewisse Monate bringen wir Eten für einen Monat. Dort Heim, dort haben Eten für einen Monat, für was wir da bringen dann. Das kostet 20.000 Peso den Monat, um dort du eten kann. So, und das ist ein Ding, was wir aus Kirche tun mit das Geld, was dort kommt. Wir als Kirche tun mit anderen Kirchen taub das, und das Resultat von dort ist, dass die Kirchen, alle taub, das ganze Jahr dort haben, unterhalten tun, dass die Kinder eten haben, dass die ältere Leute dort nur abgepasst werden und dass für ihn gesorgt wird. So, Dankeschön für alle Jeven, Dankeschön für Prozent von das. Wir wollen dort nächste ein Video sein für die Jugend. Jugend, das wir verjüngt, das ist nach von deren in Madwerk, was die kann für den billigen Preis für 1500 Peso jünd absigning für diesen Jugendcamp, nur dort, dann so 1000 Peso derer, so gut nur den Informationsdash, du wo je die Blätter fängt zum jünd absigning und dort die kann Prozent von den Jugendcamp, misst dort nicht. Der 22. Juli, dann sind Kindertag hier so bei der Kirche, plant dort, plant nicht Vacaciones 6 Uhr. Das wird so schön gehen, als wenn die wollen irgendwo zu Vacaciones fahren. Du wirst eten sein, du wirst Sport sein, du wirst Watergames sein. Da wird bloß ein Fun-Tag sein für die ganze Familie. Plant für dort, Juli der 22. Wir haben eine Frühjahrskonferenz ab, in Campo 105 bei das Kolonieshus. Dort ist der 10. und 11. Juli. Ich kann nicht viel Details von dort. Du wirst Luther vielleicht mehr sein, wenn die mehr wollen weiten. Marlene Rampel, je kann sehr weit mehr von dort. Je kann durch so nur Informationen gehen. Wir planen hier eine Kirche in Tofas zu haben. Du sind all zusammen abgesigned, wo du wollen sich taufen luten. Die glauben hier in der Kirche, der ist,
dort wir han glauben, dann lut wir uns taufen und dann was wir. So, wenn hier wer erst, wo du sagst, ich will mich taufen luten, gut nur den Informationsdash, du wirst eine Information gegeben worden, du kannst eine Information luten und dann werden sie sich kontaktieren mit uns und dann werden wir planen für einen Taufpass. Das ist noch nicht eine fette Kraft, wenn er was sein, aber das sind Absigning und dann werden wir wieder gehen mit dort. Lebenswasser hat eine Kuma, dort habe ich auch mehrmals gehört. So, du so wie die 2 Deren, was wir sein, das sind eine Kuma, was du für andere Menschen, was dort in ihre Kuma fehlen, durch Eten. Wenn die extra in jene Kuma haben, bringt dort durch und dann wird dort wieder gegeben worden, nur wem immer dort fehlen. Das ist ein Ding, was du von der Diakon immer sein wird, und sie kümmern sich um dort oder schaffen das, und sie wollen ein neues Ding anfangen. Wer von denen hat ein wenig an, von Jünd? No? Ich will dieses Werk in Juarez, und ich muss ein Bild machen von dort, dass wir 45 Grad, dass wir so in Ofen bin. So keiner von uns braucht wenig in diesem Zeit. So holt jene wenig alle evadel und bringt dich hier so an. Wenn die Diakon merken sich reut, sie wollen diesen Winter, die Menschen, die du nicht in wenig haben, wollen sie sein in ferner wenig zu geben. Und wie kann Port sein von dort? Viele von ihnen haben wenig durchhängen, oder die haben 5 wenig durchhängen, und die werden gleich gebraucht. Auch nicht der Winter. Wir brauchen bloß 1 oder 2. Und viele von ihnen, die wollen und können sich nie entscheiden. So bringt die hier so an, und dann können wir andere Menschen warm halten, wo du diesen Winter nicht kann warm sein, wenn wir nicht wollen, du something mit tun. Das ist ein guter Ding. Hey, wir haben einen Gastredner hier. Ich würde fragen, dass die Abstunden und einen anderen begrüßen. Steve wird nachkommen ans Gastredner verstellen. Morris, wat is het? Goed. Het is goed hier te zijn vandaag morgens. Vreemd door toe. Zoals Fernando zei, we gaan een gast redden. En ik wil jullie op weiten laten. Een klein beetje durch deze zomer hebben we gepland een paar redenen aan te brengen. En we checken al zeer ver weg naar dat. Want we weten dat wat God deed, is grater als bloos wat hier aanjeet. Dit is een part van dat. En we gaan een verrecht een part zijn van dit. En aber wir sind auch Part von einer großen Familie. Eine große Familie Christen, Rome Welt, als Fernando sagt, ich werde mir am Taub diese Weg in Juarez, Leiterschaftskonferenz, da werden ungefähr 4.000 Menschen durch, wo Taub kommen von über der ganzen spanische redende Welt. Und wir waren bloß in Erinnerung, dass wir sind Part von was gerade, als was wir sind hier. Und so, wir haben in Verrecht zum Gastredner anbringen, in der Sommerzeit. 1 Juli, dann bringen wir Irvin Cornelson an für 2 Sindel. Er wird hier eine Series down über 2 Wochen. So, da wird eine gute Zeit sein. Wir haben some andere besondere Dinge geplant für den Sommer. So, ihr wollt nicht wollen die missen. Und von der haben wir den Verrecht, den Pastor Abe Penner hier von El Valle. Ich und Dad haben den Verrecht gehört zum Durchpredigen, wie Ernst. Ich werde einen Monat zurück. Und so, das ist eine Kirche, wo wir eine gute Gemeinschaft mit haben. Wir sind ein bisschen überrein und so, wir denken dann über some Dinge. Und so für uns ist ein Verrecht, den Pastor Abe hier haben mit seiner Frau. So Pastor Abe, wenn ihr schnapp kommen, wir haben hier welcome heiten. Thank you, Pastor. Thank you. Gracias. Gamarius. Well, wir sagen uns, ich leider, dass die Boyen, die sich wachdrehen.
von Jesus Christus. Jesus Christus merkt, dass die Boyen wegdrehen. Aber dann denken wir so, wenn wir top kommen, dann denken wir so an diese Boyen oder so wieder. Aber ich dachte noch ein klein bisschen was anderes, was ich noch erst will anfangen da zu predigen. Ich gleich, was mich angelassen, gleich eine Ehe zu geben. Und so, Pastor Steve und Debbie und John und Lorna und ihre Elders und so weiter. Ich würde fragen, als Jesusversammlung, die würden ehren. Die würden ehren, wenn sie eintreffen, gerade ihr, als die, was sie nennen kriegen. Wenn sie merken, dass hier passieren an jener Kirche. So, warum würdet ihr da nicht abstehen und einander einen Applaus geben? Warum würdet ihr dort nicht da? Dankeschön. Ich glaube wirklich, die wat thuis schaffen, die viel te respekten, die viel te ehren. En so, ik ben gezegend dat je mij aan eingeladen mocht de Herr bis met ons zijn hier so von der zum Mars. Wegen hij sagt, hij wordt ons niet verloren, niet verzien, so ik weet, hij is hier in onze midden en ik ben dankbaar dafür. En wir haben es angefangen zu predigen, wir haben uit Markus Kapitel 8, Vers 27, dus wir haben mir angefangen und er sagt es dit, hier als Jesus mit seinen Jüngern und sagt, dann ging Jesus mit seinen Jüngern naar de Darpa, rund am Caesarea Philippi und hingen wer ist, früher seine Jünger, wer seien die Menschen, dort ich sie? Sie sehen Johannes der Täufer, aber einige sein, Elia, und andere sein, einer von den Propheten. Er sagt an, aber wer sei je, dort ich sie? Petrus antwortet und sagt an, du bist der Christus. Ein anderes Evangelium, nicht ein anderes Evangelium, aber ein anderer, wer das geschrieben hat, der sagt, du bist Christus, der Herr, Gott sein Sehen. Und so, von der aus meine Frau, erstlich, wer ist Jesus? Meine Frau ist, wer sei je als Jesus? Und John sagt laatst einmal, da kann einer mal bloß dann breken, wenn einer ein guter Prediger wird. Dann kann er dort breken, dort mit einer Frau anzufangen, um seinen Thema zu sagen und so weiter. So, ich dachte, wenn er sieht, er wird einer, so, ich hoffe, ich bin auch einer von euch, ich bin ein Freund am, so, vielleicht haben wir uns diese Frau von der stellen, wer sei wie, dass Jesus ist? Und wir sei wie, wer Jesus ist, vielleicht nur aus unseren Umständen sein, nur aus, was wir denken, oder was passiert ist in unserem Leben und so weiter. Und so von der meine Botschaft ist, wer sei je als Jesus? Wer sei je als Jesus? Wir haben einmal verschiedenste Denken von wer Jesus ist. Einer sagt, Jesus ist ein Prophet nicht. Und wir wollten, dass Jesus sieht, dass er wird ein Prophet. Und dort hat auch gesagt, dass ein Prophet, der ist nicht angenommen in seiner Stadt. Und andere sagen, er ist erst von den anderen Personen gewesen, Elia oder Johannes in der Stadt. Aber wer sagt wie, dass Jesus ist? Petrus sagt, du bist Christus, du bist den Herrn, Gott sein Sehen. Und wenn wir denken, als Gott sehen, was kommt uns dann in Gedanken, was sei wie dann, wer ist Jesus? Weil er ist der Sehen. Aber was ist er aus dem Sehen? Was der er aus dem Sehen? So, als Gott, was wir uns das fragen, was der er aus dem Sehen? Und warum können wir diese Dinge uns unterhalten von? So, ich will kurz wiedergehen, ich will uns ein bisschen, wo Hans hatten, wo wir wollen andenken. So, in Johannes Kapitel 10, du verstehst, sagt es dir, ich sehe dir, sagt Jesus, wer durch mich nennen geht, wird selig werden und wird rüht und nennen und wird fängen. So, hier sagt Jesus, wer er ist. Ich glaube, er ist nicht bloß, was wir denken, oder so dort, aber was sagt er, wer er ist. Und die Wahrheit, weil wir gehen. So, hier sagt er ist, erstlich sagt er ist der Dir. Der Dir zu das Leben. Er ist der Dir. Und dann geht er wieder und er sagt, dass heute ist, was dem anderen selig macht. Wenn wir denken an selig machen, dann denken wir das erste an Radung. Das ist, was wir denken. Und die Sinnenvergebung, und das ist, was wir denken dann. Und wenn wir das Wort studieren, selig, dann sagt das, dass man gerad, geheilt und frei gemacht. Das ist, was das Wort selig meint. So, wenn die das Wort selig lesen, dann denkt man, gerad, geheilt und frei gemacht. Dann denkt du an, wenn dann hast du ein geraderes Bild, aus bloß
von Radung. Radung ist uns wichtig, dass wir gerat sind von unseren Sinnen, dass Jesus uns vergeben hat. Und dann sind da viele andere Dinge, was er sagt, was er uns auch gegeben hat. Dort ist kriegst du aus Heilung in Frieden. Ja. Das ist, was er uns auch gegeben hat. Er gibt uns diese Dinge. Und dann sagt er, ein Stehler kommt bloß, um zu stehlen, zu schlachten und einen Grund zu bringen. Ich sei gekommen, dort Leben zu bringen und dort vollab haben soll. Er sagt, ich komme, zum ein Leben bringen. Ewiges Leben, zum Leben auch ab dieser Ehe, zum ein gutes Leben. Und dort sagt er, vollab zu haben. Vollab zu haben ist nicht, dass wir was jammerieren, nicht so. Mir ist das interessant, weil vielmal, und ich glaube nicht, dass das Jesus dort ist, aber in vielen Areas, wo er handfährt, wo eine Matrissen taugt, da hier eine viel, wo die jammerieren. Die jammerieren, wir haben nicht genug, das wir all hier, es ist nicht genug Geld, oder mir geht das so, und meine Dinge gehen anders, als ich gedacht habe, und ich bin krank, und meine Menschen behandeln mich nicht so, ich soll, und wir jammerieren, wir fangen viele Dinge zum jammerieren. Weil heute sage ich, sind gekommen, um dir das Leben geben, und dass dir das voll abhast. Dort meine ich nicht, dass wir nicht wollen Trouble haben. Jesus sagt, in der Welt, wo ihr Trouble haben, aber sieht geloten, ich habe die Welt gewonnen, sagt er. Er sagt, sieht geloten, ich habe die Welt gewonnen. Was sagt er immer? Du die dort nicht schwor mehr, wenn die dort noch schwor haben, wenn die schwore Tiden kommen. Wegen ich sein Matti, ich habe das all gewonnen. Das ist nicht, dass wir nicht machen Entscheidungen mehr, und das ist nicht, dass wir nicht machen Fäden für dort, was reich ist. Aber heute haben das gewonnen, und er sagt, kommt, und die das anzubeuten, dass die das Kost voll abhaben. Er sagt, dass sie das selber voll abhaben. Wenn wir denken und das voll abhaben, dann müssen wir erstmal sehen, was meint das vielleicht voll abzuhaben. Was meint voll ab mit Leben? Voll ab mit Leben, dass ich also, das meint nicht, dass wir nicht wollen Trouble haben. Aber das meint so viel, dass er wird du sein mit uns, er wird mir und die genug geben, er wird uns Leben geben, er wird uns Frieden geben, er wird uns Frieden geben, er wird uns Hoffnung geben, er wird uns Glauben geben, wird uns zu fehlen, das wird er uns geben. Und all das braucht das eigentlich in Glauben haben und das. Wenn wir lesen in der Evangelium, dann fängt wir immer wahr, dass Jesus sagt, den Glauben hast du gehalten. So von dir soll wie viel, dass du nicht glauben hast, wegen dort zu bewegen, wie das Leben nicht voll abhaben, wegen wir nicht glauben haben. Aber er sagt, je sollen dort voll abhaben. Er sagt, je sollen dort voll abhaben. Einer an Markus, er sagt, ich glaube überhaupt meinen Anglauben. So, was meint er? Treu sein, ich glaube, über einmal an erst noch ein Zweifel an mich. Ich weiß nicht, was passiert. Ich kann nicht das Verständnis alle, aber ich glaube, dass das was passiert. So, seine Gedanken kommen in uns näher und wir müssen einfach bis die Wahrheit rüberbringen. Warum, weil wir ramgehen in unserem Bild sein, ich glaube, und ich doch nicht da. Bis sein, hey, ich zweifle einmal. Dort wird Jesus anerkannt. Er sieht und er hält uns an diese Dinge. Er hält uns dabei. Wenn ich dann hier in Lukas Kapitel 4, Vers 18, hier fängt er auch an zu sagen, wer er ist. Er sagt, es den Herrn seinen Jes rührt ab mich. Weil er hat mich gewählt, der Arme das Evangelium zu predigen. Er hat mich geschickt, der mit einem gebrochenen Hort zu heilen. Der vorgenommen zu predigen, dass sie frei und los sind, in der Blinge, dass sie sein können. Und die unterdrückt sind, frei zu stellen. Und zu sagen, dass Gott sein Genügen ist gekommen. So, wir wollen das von dir ein bisschen einzelwiesen, ein klein bisschen hineinplagen, damit wir können verstehen, was das sein wird. So, erstlich, er sagt, den Herrn seinen Jes, der ist abarm, weil der hat am gewählt. Wenn wir an denken, dann, dass der Herr der Jes, den Herrn seinen Jes, der ist abarm. Wenn der abarm ist, dann weiß wir, dass Gott, der wird mit arm. Dann sagt er, der ist am gewählt. Gewählt meint er, zur Zeit gestellt, andere Übersetzungen sagen, er wird gesalbt sein. Er wird gesalbt sein und so weiter. Gesalbt meint zur Zeit gesagt, wenn sie arm nicht hatten, einfach Öl übergegossen. Aber er wird gesalbt von dem Führer, zur Zeit gestellt, für diese Arbeit, dass er wird gehen und dass er wird den Menschen die gute Nachricht bringen, dass er wird das Evangelium predigen, er wird sagen, dass nie erst der Zeit gekommen, er sagt, nie erst der Zeit gekommen, nie erst das erfällt. Als er das lesen, dann sagt er, nie erst das erfällt.
Nie als du wat die kennen haben. Ja, so, ich brauche eine gute Botschaft, Fried. Und wir gleichen gute Botschaften zu hier. So, ich will Ihnen von dir eine gute Botschaft bringen. Und dort ist Jesus erst gekommen. Und der ist gekommen, um die zu halten, und mich zu halten. Der ist gekommen, um uns, wenn uns Hort verbrechen ist, dort zu heilen. Und unsere Horten sind vielmal gebrochen. Unsere Horten sind gebrochen an verschiedenste Wege. Einmal erst dort an dem, dort jemand, der hat uns schlecht behandelt. Vielleicht sind wir ein kleines Kind gewesen, wir sind jung gewesen, unsere Tante oder unser Onkel, der hat uns schlecht behandelt. So dann ist uns hart gebrochen. Oder wir haben einen Freund gehabt, wir haben einen guten Freund gehabt und auf einmal, dann sind wir vielleicht ein bisschen an ein Problem gekommen und dann glaube ich, wir waren uns auf diesen Freund verloren können. Und dann, ein Krack in dem Moment, dann dreht er sich dagegen auch. Dann ist uns hart gebrochen. Und dann weit wir uns nicht, woran sind wir wo wir sind. Wenn wir denken, dass uns hart gebrochen ist, hat viel mehr damit zu tun, dass wir nicht weiten, wer wir sind an Jesus Christus. Wenn wir weiten, wer wir sind an Jesus Christus, dann wird uns hart lang nicht so leicht verbrechen. Dann weiten wir, dass heute ist einmal bei uns und heute ist der, was uns die Identität geben wird. Dann weiten wir, dass wir sind auch gewählt, und haben uns beraubt und haben uns eine Abgabe gegeben und so weiter. So, dann sagt er uns, vielmal ist uns hart gebrochen. Uns hart ist gebrochen und so, Jesus sagt, dass er jetzt Rahmen an der Apostelgeschichte sagt, dass er ging Rahmen und er all day, was du verbrechen will. Und von der, wenn du verbrechen bist, will ich dir sagen, Jesus ist gekommen, den Hort zu heilen. Vielmal, Jesus Jugendliche, jene Horten sind gebrochen von einer von den anderen, haben die gedacht, das wird vielleicht der Partner und so weiter. Und dann wird nur dann Leute, die am Stärk, und dann wird den Hort gebrochen. Ich wollte dir sagen, Jesus ist gekommen, den Hort zu heilen. Vertrieb ab Arm, er wird den Hort heilen. Er ist von der Reit, den Hort zu heilen. Wegen das Evangelium, dort ist er von der. Die Botschaft, der ist von der. Der ist dort von der Kurs, Heilungen kriegen, für den gebrochenen Hort. Die können auch andere Dinge sein im Leben. Vielleicht, wenn wir haben, gerade haben vielleicht einen Accident gehabt und uns Gedanken oder uns Denken dort ist so angegriffen worden, von dort, wir sind so traumatisiert und er sagt, dann will ich kommen und ich will den Hort heilen. Und unsere Gedanken, die will er heilen. Unsere Gefühle, die will er heilen. Er will haben die so ein gutes Gefühl haben. Nicht ein Gefühl, wo du sagst, ich bin nicht schwierig, mit mir hält es nicht an, ich bin nicht zu brücken, meine anderen Partner, die gleichen mir nicht, ich habe keine Freunde und so weiter. Er will kommen, er will deine Gedanken heilen. Er will meine Gedanken heilen. Er will sagen, ich will die heilen. Dein Hort soll geheilt sein. Dein Hort soll geheilt sein. Er sagt, er will kommen mit seinen Geist und die von Grund ab an der Säule und am Sand, die gesund mir. Er ist gekommen, um uns, unsere Säule, was immer wir fühlen, was immer wir denken, und uns Gedanken gesund zu machen. Er will uns Gedanken gesund haben. Ein von unseren größten Problemen, was wir haben, die kommen von unseren Gedanken her. Von was wir denken und wer wir sind. Und er sagt, ich bin gekommen, die zu heilen davon. Ich bin gekommen, die Frieden zu machen. Er sagt, ich bin gekommen, der Forst genommen, zu predigen, dass sie friedenlos sind. Er sagt, wenn du Forst bist in deinem Sinn, ich bin gekommen, die Frieden zu machen von diesem Sinn. Ich bin gekommen zu sein, du brauchst nicht unter dem Fluch leben. Du brauchst nicht an den Sinnen sein, wo die von dir Bahn bist. Ich bin gekommen, die Frieden zu machen. Ich bin gekommen, in Dose, wo die dort Gefängnis Sproten sind. Ich bin gekommen, der Dulte Kiel. Ich bin gekommen, du nappte Kleine, in die du Ritterlo, die habe ich gewählt. Du bist mein Kind, ich kann die berauben. So, ich komme und ich sage, ich will die freistellen, sagt er. Ich will die kommen, die frei machen. Und er hat uns frei gemacht. Er betont dort für mich und für die. Er betont unsere Sünden, er betont unsere Krankheit, er betont unsere Gebungenheit. Er betont alle, und er starb für uns am Kreuz. Und er stimmt siegreich ab, zum Wort, dass eigentlich können frei sein, dass wir nicht dürfen, der festgenommene Meier sein. So von der fehlt, dass eigentlich Glauben haben,
dass er dort ist gekommen, dort zu tun für uns. Wir sagen, die Freiheit, die will ich haben. In meinem Hort, in meinen Weg, wo immer ich gehe. Ich will frei sein, ich will in Freiheit gehen. Wegen Jesus hat mich beraten. Nicht an der Freiheit zu tun, wo immer mein Fleisch jankert, aber an der Freiheit zu wohnen, wo an der Jesus mich leiden wird. Wo an der Hölle Jesus mich leiden wird. Wegen du, als immer ein Kampf. Und mit uns Fleisch und mit unseren Jes. Das sagt immer wahr, habe ich zu kämpfen mit was uns Fleisch will und was uns Jes will. Und der Fleisch will nicht dort, was der Jes will. Und so wieder habe ich einen großen Kampf. Aber er ist gekommen, uns frei zu stellen. Und er ist gekommen, dass du nicht brauchst, unter seine festgeschlossenen Deren sein oder unter die Ketten sein. Er ist gekommen, die von deinen Addictions loszumachen, von all den Problemen, die du hast, von all den Gedanken, die an deinen Verstand ankommen, die du von Frieden machen, an der Last, an der Ammoral, der Hurerie, der Pornografie, der Geldgier, den Habsucht, der Stolz und was immer alles an unsere Gedanken ankommt. Er ist gekommen, zu mir in die Frieden, wir sollen uns konzentrieren an die Gemeinschaft mit ihm. Er ist gekommen, zum Gemeinschaft haben mit uns, zum Leben haben mit mir und mit dir. Das ist, wo er gekommen ist. Er will eine enge Gemeinschaft haben. Er ist gekommen, er will haben eine Freiheit wohnen. Freiheit von all dort. Dort die kannst gehen und leben in einem Tempel sein von den Heiligen Jesus. Ein Tempel sein, wo er kommt beim Wohnen. Wenn es dort, was er geplant hat, er plant, dort er wird mit dir taub ein Leben haben. Gemeinschaftlich leben. Dort er hat geplant, wo immer die Business ist, wo immer die Geschäft ist, aus hier so verlängern, wo immer die was aus einer Formerie, er hat geplant, dort er wird mit dir taub tun. Er hat geplant, dort er die würde an segnen. Und die Wegwiesen, wo dieses gehen. Dort sind Plan für ihn. Er will haben, dass die aus von der Dienstnis, wo die Band ist, so aus die Ried kommen. Das aus die Ried kommen. Vielleicht wenn du bist bankrott gegangen. Vielleicht bist du auch mal bankrott gegangen. Ich wollte dir sagen, Herr ist gekommen, die Idee gefangen hat, Rita Hau. Herr ist gekommen, die Frieden mir angefangen. Da fehlt bis du eigentlich Glauben an. Und er wird uns frei machen. Er sagt, Herr ist gekommen, der wird unser Dreck sein, frei zu stellen. Viele von uns, in unserer Kultur, wir leben in unserer Dreckung. Wir leben dabei. Viele Menschen sind bedrängt. Sie wollten nicht kriegen die Ursache. Sie wollten nicht kriegen, warum. Sie wollten vielleicht. Ich wollte dir sagen, Jesus ist gekommen. Der Unterdrückung, was so tun hat, ab mir und die vielleicht nicht gebracht. Ich wollte dir sagen, wenn du bedrängt bist, das ist nicht deine Bedrückung, der ist nicht die gekommen. Ich wollte es dir sagen, wenn wir krank sind, oder so dort, dann haben wir einmal seine Gedanken, oder wir hören einmal seine Gedanken. Oh, das hat Gott mich vielleicht abgelegt. Wenn Gott mir diese Krankheit abgelegt, warum würde ich dann dem Doktor fahren? Dann würde ich gegen Gott seinen Willen schaffen. Dann würde ich dir jeden schaffen. So, die Bedrückung, was du hast, der ist nicht von Gott, der kommt von den Sotun oder von uns ihnen Gedanken, was eigentlich leben da. So, er ist gekommen, die Unterdrückung auch frei zu stellen. Wir können das tun und dort wir an der Wahrheit glauben, dass er gekommen ist, mir in die Frieden zu machen von dieser Bedrückung. Er ist gekommen, die Leben zu bringen. Er ist gekommen, die Hoffnung zu geben. Er ist gekommen, wegen der Teufel, der will haben, die so Forsten, die so an religiöse Dinge, so die Leute anbringen, eine Unterdrückung sein. Weil in der Zeit, als Jesus auf die Erde ging, die Menschen, die werden unterdrückt von Religion, von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Weil Jesus kam, und hat Frieden machen von dort. Er sagt, ich bin gekommen. Du wirst so früh, was wir fertig von lesen, der wird an dem Baum wird. Und Jesus traf durch den Baum. Erst wird Jesus durch, dann kam der früh durch den Hahn. Das ist früh, was du 5 Männer gehabt und hat sie nach einem anderen. Und weil das so früh, sie wird unterdrückt von der Menschheit. So dass wir wegen sie allein gehen. Weil Jesus kam, der Frieden zu stellen. Heute kam, der Frieden zu stellen. Heute kam zum Sein. Weil du brauchst gleich unter das Leben. Wir als Kirchen haben viel ein Problem. Menschen, die vielleicht haben mehr als eine Früh gehabt oder der Früh hat mehr als ein Mann gehabt, da haben wir ein Problem, das zu vergeben. Aber ich will Ihnen sagen, Jesus hat kein Problem, das zu vergeben.
Jesus hat kein Problem, den Fried zu stellen. Jesus ist ein Hammer gnädig zu dir. Jesus ist gnädig zu dir. Wenn du mal bist in ersten Sinne war ich kalt gefallen. Ich wollte dir sagen, Jesus ist gekommen, die Gnade in Leben zu wiesen, dass du nicht brauchst, unter Bedreckung sein. Menschen wollen vielleicht damit sein von dir, aber Jesus ist gekommen, die zu halten. Jesus ist gekommen, die Gnade zu geben, die Leben zu geben. Vielmehr, die Religion will uns unterdrücken. Aber Jesus ist gekommen, uns Fried zu stellen. Wenn Jesus ist nicht Religion, er ist eine Person. Und er kommt mir in die Fried zu stellen. Und das ist, was er tut. Er kommt die Blinge, dass er sein kann. Er merkt die Blinge sein. Wir sagen das physisch, als er bei ihr denkt. Das ist, was er tut. Und das ist nicht nur bloß physisch, das geht viel tiefer als physisch. Aber ich glaube von dir, wenn du da ungläubig bist, ich glaube, Jesus, der kann die nicht üben, von der oben her. Viele von uns haben eine Brille, wenn wir glauben, wir haben ein Problem mit unserer Ehe. Aber Jesus ist gekommen, die üben, gesund mehr. Du bist noch nicht so alt, dass du mal eine Brille brauchst. Vielleicht sagst du, bist so 30, wenigstens, du brauchst nicht eine Brille. Ich sage, ich dankbar dafür, dass ich noch nicht brauche, weil ich glaube, dass du wenigstens, ich kann noch nicht das alle dafür. Mose hat 120 Jahre, er kann auch sehr Fan sein. Das heißt, seine Augen werden noch nicht blind geworden, er kann auch Fan sein. Sein Körper wird noch krank so stark, dass er dann 40 wird. Und so, wir wollten das erst nicht an alle Umstände ist es dort. Aber ich glaube, dass wenn du das Glauben hast, dass Gott kann deine Augen von dir auch klar machen, wenn du wirst glauben, wirst du vielleicht auch mal proben. Weil viele Menschen, die proben das kommen und so, sie wollten das nicht, als Gott das hat getan für ihn. Die leben unter den Druck von so tun. Jesus ist gekommen, dass du was sein kann. Das ist diese Friede und Barm. Sie können auf einem sein, dass du wie eine Hoffnung verarrt. Sie können sein. Wenn sie wir gleich so da, als wir uns feststellen. Sie früher danach, wo sie als das Fan dort wie anbeten. Wir glauben bei diesem Boy, sagt sie. Aber je glauben bei Jerusalem, als da steht, sagt Jesus. Weil mit der Brücke sieht er gleich mal ein Schwarm mehr. Wenn die wollen den Herrn anbeten, die wollen eine Yes und eine Wahrheit anbeten. Die ist nicht gleich du, wo die dort mal stehen. Aber ein Yes und eine Wahrheit, wenn die dort was stehen, dann was die kann der Rechte sein. Nicht, wenn die bloß kriegst, nur ein Lokal oder so wieder. Weil ich denke, wir können sein, wir fangen diese Geschichte an König, und 2. König Kapitel 6, Vers 15, und so wieder, du fängst eine Geschichte, dass hier ist, dass ein Diener von Elia, der ist besorgt in ein Samaris, als riet geht, dann kickt er sich ran, dann sieht er rund am End. Sieht er Soldaten, durch eine Armee ram End, und so er geht rein, er redet dem Propheten und sagt, was soll wir tun? Wir sind in Trouble, die Soldaten, die sind ram uns. Dann geht Elia und er sagt, du bist mehr, was für uns sein, als was je in uns sein. Und ich wollte dir sagen, du bist mehr für die, du hast eine größere Kraft für die, als was je in dir ist. Hier so, Elia sagt, ich bete Gott, dass er möchte die Augen aufmerken, dass er kann sein. Und weißt du, Gott möchte den Diener die Augen auf, dann sagt er, all die 4 Gewehre ram abbauen. Und er sagt, dass du wie eine größere Armee, Gott seine Armee als größer, als den Teufel seine Armee, damit dieses wahre sein kann. Gott seine Armee stritt für die kämpft für die. Du sind Engel, die kämpfen für die streiten für die, damit die was sein kann. Und das fehlt vielmal, dass wir unsere Augen abheben. Das ist der Psalm, sagt, ich hebe meine Augen ab, nur der Boy, von du, wo meine Haupt kommt. Wenn wir unsere Augen abheben, dann wo wir sein können. Aber solange wir raufkicken, dann können wir dort nicht sein. Dann können wir dort nicht sein, was Gott will haben, was wir sollen sein. Er hat Träume für uns, er hat Pläne für uns. Aber vielmal, dann kicken wir, du, wo wir gewahr sind. Wir kicken vielleicht eine Hänge oder so wieder. Wir sind vielleicht kaputt gegangen, so wir kicken rauf. Aber er sagt, kick mal eine Hack. Ich habe Haupt für die, ich habe Rut für die, ich habe Hoffnung für die. Ich bin gekommen, dass die Wahre so sein kann. Und ich wollte es sagen, hier ist eine große Chance für, dass je in jener Umgebung, dass der Herr wird sehr segnen. Der Herr wird ihn sehr segnen. Vielleicht sei ihr bloß dies, denn es Ram. an dieser Zeit, wo ihr seid. Aber ich wollte Ihnen sagen, ich sei ein Licht in jener Umgebung.
Ik zei niet was dies dan is. Du hast nicht dies dann ist, was du auch hast. Aber ich zei in grater Licht. Und wenn die Kinder Gottes, wenn die waren abstehen, die waren in groter Licht sein. Und die waren gut an das, was die nicht gedacht haben. Der Herr wird ihnen an Dinge nennen, was die nicht gedacht haben. Wenigstens die wollen die Dinge sein, ab eins, was die Eier nicht sahen. Das sind Dinge, was dann kommen sind, was die noch vielleicht noch nicht sein kann. Aber ich will ihnen sagen, du hast ein Licht verdient. So passt ab, wirkt im Bett, dass die wollen das Licht sein. Die wollen mehr und mehr sein. Wenn die wollen abkehren nach Jesus Christus. Die wollen das sein. Die wollen, was er sein kann, viel mehr als was die Eier haben gedacht. Die wollen sein kann. Er sagt, dass das Gnadenjahr dort erst gekommen. Ich will zu Ihnen sagen, dass Gnadenjahr erst von dir hier. Wer denkt wir vielleicht so, was erst ein Gnadenjahr, was die Juden sie hatten denkt, alle 50 Jahre, dann haben sie ein Gnadenjahr. Dann waren alle Dinge, wo sie vielleicht Schuld an hatten, wo sie nicht, ihr Land nicht hatten, man könnte helfen, das war Drehgestalt in der Familie. Das war Drehgestalt. Jesus sagt, das Gnadenjahr ist gekommen. Ich will zu Ihnen sagen, das Gnadenjahr ist hier von dir. Was für eine Gnade ist von dir für uns? Das Gnadenjahr, das Dinge, wo so tun, die haben Prof an zu bein, haben Prof an zu quälen, die Dol zu tragen, die dort nicht sein können, dass die anmutig waren und so weiter. Er sagt, das ist ein Gnadenjahr, dass die Ware sein kann, und dass die Ware kann aufhängen zu bieren. Das ist ein Gnadenjahr für die gekommen, dass die leben können und dort Verlab hast. Verlab mit Frieden, Hoffnung, Leib und Gnade und Favor, was ram die sind. Sind genug als dort. Das ist nicht genug, ja. Und er ist gekommen, uns zu geben. Er ist gekommen, mir die Hoffnung zu geben. So, wenn wir diese Hoffnung annehmen, und wenn wir in dein Leben, ich will zu Ihnen sagen, du hast viel zu haben, was wir noch nicht eingenommen haben als Kinder Gottes. Du hast viel zu haben. Ein anderes Ding ist, Jesus, er kam, und er gab mir die Autorität, in dieser Welt zu herrschen. Er sagt, ich bin gekommen und mir ist alle Gewalt gegeben, Himmel und Erde, sagt er. Mir ist das alle gegeben, so die gut gehen. Er sagt, ich bin das Haupt von der Kirche. Ich bin der Kopf, sagt er. Aber je sind der Körper, je sind die Gemeinde. Und er sagt, ich habe ihnen auch Dinge gegeben. Je haben Dinge gegeben gekriegt. Je haben das gegeben gekriegt. Er sagt an Epheser, dass hij wordt bezwellen gaan. Paulus sagt, ich wünsche, dass die Kirche da kann sein, sagt er. Ich wünsche, die können das sein. Was Gott für ihn getan hat, was ihn gegeben hat, was für eine Hoffnung er hat für ihn, was für ein Aufgabe er hat, was Jesus hat freigemerkt für ihn. Er sagt, ich hoffe, dass jeder begreifen kann, was für eine riesige Kraft an ihn ist von Gott, die glauben. Das ist eine riesige Kraft an die, wenn du das glaubst. Das ist eine riesige Kraft. Und er will haben, ich und du als eine Gemeinde, wir sollen gehen und Autorität annehmen über den Teufel. Über all die Dinge, die wir uns haben von uns erhalten. Wir sollen gehen und Autorität über das übernehmen. Und die Menschen gehen sagen, dass das Gnadenjahr ist gekommen. Die brauchst nicht mehr unter das Leben. Die kannst in Freiheit leben. Die kannst ein frohes Leben haben. Die kannst ein frohes Leben haben. Die kannst in der Freiheit leben. Er sagt, das ist eine geistliche Kraft, was an die ist. Der Heilige Geist, der ist hier für uns, um uns bekraftigen, um uns Leben geben, dass wir wollen den so tun, unsere Feit haben. Wenn so tun, wir weiten, dass wir haben in unsere Feit. Wir kicken, wenn wir so tun, reden oder was immer, dann kicken wir auf, wenn es als unser ans. Und wenn wir zu Gott kicken oder Gott reden, dann kicken wir ab, wir weiten als Buben, als in Kontrolle und hält uns in unser Leben. Als Epheser Kapitel 1, Vers 18, in dieser 23 sagt er immer weiter, dass du hast eine Kraft und du hast eine Gewalt. Die Kraft, das meint er, das ist eine Autorität. Du hast eine gewaltige Kraft, was du hast an uns, als Kinder Gottes. Und ich will zu uns sagen, dort ist ein Gnadenjahr. Die Kinder Gottes, wie in unter der Bedrängung. Aber als Jesus kam, dann sagte er, ich will ihnen Kraft geben. Wach was, ich will ihnen Kraft geben. Ich will Kraft andauern zu ihnen.
Und die wollen gehen und die wollen die Welt annehmen. Die wollen gehen und die wollen predigen an der Welt und die wollen in Jerusalem aufhängen, so ganz rum, Judäa und Samarien, aber das Ende von der Welt. Weißt du, und Jesus sieht heute, das immer wahrer. Wir sagen, Jesus hat jenkt und heute immer wahrer, das betekent zum Wunder. Paulus sagt, kommt nicht mit Ferne wieder. Ich wollte Ihnen sagen, kommt nicht mit Ferne wieder. Aber mein Gebet ist, dass ich immer gehen an der Beweisung von den Heiligen Geist. Dass wo immer ich gehe, du wirst der Herr sich bezeugen. Und du wirst Menschen nahe kommen. Und du wirst Menschen geholfen werden. Du wirst Menschen freigesagt werden. Wenn es dort ist, das Evangelium. Weil das Evangelium nicht bis dort dass wir geraten werden, dann würde die Welt doch was sein kann. Aber wenn er beweist, dass man Tekens im Wunder. Er betekent, dass man Tekens im Wunder. Aber eigentlich die Hände abgerufen, da gehen und dort zu sein und glauben, du hast Autorität und dort reden, je in den so tun. Ich habe Macht von Gott gekriegt. Ich bin der Tempel von den Heiligen Geist. Und nicht nur bis dort, er lebt an mir alle Tage. Er lebt an mir. Er gibt mir Hoffnung. Er lebt an mir, damit ich kann gewinnen. Er ist du, wenn Gedanken an mein Leben ankommen, dann war er stehen. Dass ich Fuß und Gedanken habe, dann war er stehen. So von dir will ich zu Ihnen sagen, du hast eine Kraft Gottes angehend. Und ich kann dir anwarnen. Von der, was immer die fehlt, aus die Heilungen fehlt, aus die Freiheit fehlt zu werden, aus die fehlt Jesus Christus anzunehmen, oder aus die was gut an Autorität und Kraft von den Heiligen Geist, du kannst die von der annehmen, anglauben. Und die wirst du beim Wohnung, und die Menschen werden sein, du bist an die, was du sein, gut an Kraft, an Autorität, gut, die Welt besser steht zu mir. Eine bessere steht. So himmlischer Vater von dir, dessen Samaris, komme zu dir und ich bete. Ich bete für diese Versammlung hier, wenn du jemand hast, was du sagst, dass er will die annehmen, aus dem Herr. Dass er wird von dir den Beruf haben und wird sein, von dir nehme ich die an. Das ist ganz einfach zu sagen, ich nehme die an, Jesus. Oder wenn die Heilungen fehlen dann du bist sein zu Jesus. Ich bin bereit zu empfangen. Ich bin bereit zu empfangen. Die Heilung, was du für mich betont hast. Wenn du in Gefangenheit bist, dann nimm es dort an. Wenn es Jesus hat dich frei gemacht. Du kannst gehen in Freiheit und du kannst gehen in der Kraft von den Heiligen Geist. Jesus, du siehst die Jungs in Vollmacht und du hast uns die Macht gegeben. Aus deiner Gemeinde. Und Herr Jesus, ich bete, dass die Vollmacht von denen Jesus wird in dieser Gemeinde sein. Und wo alle Menschen, die das hören und was die kicken im Livestream, dass sie würden die Kraft von den Heiligen Jesus annehmen. Und dass sie würden gehen und den Menschen diese gute Nachricht geben. Wenn du es nach Vater eine Gelegenheit, Gute zu tun. Du hast eine Gelegenheit, Menschen frei zu sein. Und ich danke dir, Jesus, für was du tust und was du tun wirst. Hier und an deine ganze Kirche. In den Namen Jesus. Amen. Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester, todo debo a él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Cuando ante el trono esté,
Pastor Abe, so viel Dankeschön für die Botschaft. Dankeschön für alle hier ankommen. Wenn hier irgendwer ist, wer du gebet will, kommt nur fern. Die Pastores wollen hier sein. Pastor Abe wird hier bleiben. Kommt drei, voll die anderen hat nicht gesehen, den Weg, pickt einen Kaffee ab und die sind entladen.